Dieser Shrimp-Cocktail ist einer meiner Lieblingsrezepten und als erstes portionieren wir dafür 2 Selleriestangen. Dazu entferne ich noch den Strunk von 4 Tomaten. Diese Tomaten braucht man nicht unbedingt, aber ich erkläre euch das später. Diesmal habe ich 1 Kilo Riesengarnelen geholt. Ich weiß, nicht gerade willig, aber wenn schon, denn schon. Die waren schon entdarmt, aber wenn ihr sehen wollt, wie man das macht, werde ich euch ein weiteres Garnelenrezept am Ende des Videos einblenden. Nach dem Putzen der Garnelen ist ganz wichtig, die Garnelen heute aufzubewahren, denn als nächstes machen wir eine Brühe und wir möchten diesen ganzen Geschmack integrieren. In den Topf gebe ich auch die Selleriestangen, eine halbe Zwiebel, je nach Größe 2 bis 3 Lorbeerblätter, 2 Knoblauchzehen und 6 Pimentkörner. Wir würzen kräftig mit Salz und unsere Tomaten müssen wir nicht vergessen. Ich komme noch dazu, warum die optional sind. Wir lassen alles köcheln für 15 Minuten und anschließend holen wir die Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch heraus und bewahren die auf. Die restlichen Zutaten haben schon ausgedient. Ich hole die ebenfalls heraus, damit ich eine klare Brühe erhalte. Und genau an diesem Zeitpunkt fülle ich gerne eine Schüssel mit Eis und Wasser. Ihr werdet gleich sehen, wofür die da ist. Nachdem ich das gemacht habe, gebe ich meine Garnelen in die kochende Brühe und passe ganz genau auf, denn sie brauchen extrem wenig, um gar zu sein. Ungefähr 3 Minuten und Garnelen sollten auf gar keinen Fall länger als nötig kochen. Nach 3 Minuten sind die Garnelen bei mir gar und gieße alles durch den Sieb, damit ich die Garnelen sofort danach im Eiswasser abschrecken kann. Genau deswegen habe ich gerne die Schüssel schon parat. Daraufhin hole ich die Garnelen aus dem Wasser und während ich mit dem Rezept weitermache, kommen sie in den Kühlschrank, denn sie sollten beim Servieren ganz schön kalt sein. Für unseren mexikanischen Shrimp-Cocktail brauchen wir außerdem 1,5 Tasse Garnelenbrühe, die kommt auch in den Kühlschrank. Die restliche Flüssigkeit könnt ihr vielleicht noch gebrauchen, und zwar für den besten Shrimp-Cocktail braucht man Clamato. Clamato ist ein Getränk aus Tomatensaft und Muschelbrühe und in der Infobox lasse ich euch Links, damit ihr das kaufen könnt. Aber wenn ihr das nicht wollt, zeige ich euch gleich, wie man das ersetzen kann. Genau dafür haben wir unseren Tomaten gekocht und den restlichen Zeug aufbewahrt. Also, wenn ihr Clamato kauft, braucht ihr die Tomaten nicht mitzukochen und könnt ihr diesen Schritt überspringen. Wenn ihr aber Clamato ersetzen wollt, dann braucht ihr ungefähr eine weitere halbe Tasse Garnelenbrühe in den Mixer zu geben. Danach könnt ihr einfach alles mixen, bis eine ganz dünne Konsistenz erreicht ist und anschließend die Flüssigkeit durch einen Sieb gießen, um die Feststoffe zu trennen. Und das war's. So kann man Clamato ganz leicht selber machen. Ich habe ein bisschen zu viel Garnelenbrühe dazugegeben und deswegen gebe ich noch ein Glas Tomatensaft dazu. Wie gesagt, eigentlich sollte man Clamato mit Muschelbrühe machen, aber irgendwie ist das ganz schwer zu finden in Deutschland. Aber mit Garnelenbrühe schmeckt es fast gleich. Vom Clamato kommt auch 1,5 Tasse in den Kühlschrank. Ich habe hier 2 Chipotle Chiles ohne Samen, einfach weil ich jetzt den Cocktail nicht so scharf machen möchte. Ich suche einfach die rauchige Note des Chipotles. Die Chipotle Chilis mixe ich mit 120 ml O-Saft und 60 ml Limettensaft, bis alle Zutaten sich vollständig verbinden. Und dann sind wir soweit. Wir können endlich anfangen, unseren Cocktail zuzubereiten. Wir geben die Saft-Chili-Mischung in die Schüssel und als nächstes fügen wir unsere 1,5 Tasse Clamato hinzu. Dazu kommt noch eine halbe Tasse Ketchup. Manche geben viel mehr dazu, aber für mich wird der Cocktail dann zu süß. Die Ketchup erstmals gut verrühren und daraufhin geben wir unsere 1,5 Tasse Garnelenbrühe dazu. Danach 3 Esslöffel Olivenöl. Oh Mann, mir läuft schon das Wasser im Munde zusammen. Nachdem alle Garnelen in die Schüssel sind, gießen wir einen Teelöffel Magerwürze rein, gefolgt von einem Esslöffel Worcestershire Sauce. Und wir sind längst noch nicht fertig. Hinzu kommt auch eine kleine gewürfelte rote Zwiebel, aber auch ganz wichtig, Koriander nach Geschmack. Also ich habe hier ein bisschen mehr als eine Handvoll dazugegeben. Macht so viel ihr wollt.
Auf dem Teller habe ich eine geschälte und entkernte Gurke, die kommt auch mit rein. Und nachdem wir 2 gewürfelte Tomaten beimischen, schmecken wir kräftig mit Salz ab und fügen 1 bis 2 gewürfelten Avocados hinzu. Alle, die es ein bisschen schärfer mögen, können noch ein bisschen gewürfelte Chili dazu mischen. Diese ganzen Aromen und frischen Zutaten machen aus diesem Shrimp-Cocktail eine unglaublich leckere Alternative für den Sommer. Der Cocktail könnt ihr in ein großes Glas servieren und normalerweise kommen Crackers immer als Beilage dazu. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehle, ist alles mit einem kalten Bier runterzuspülen. Dieser Shrimp-Cocktail ist unglaublich lecker und ideal für die Sommertage. Und wenn ihr noch ein ultra leckeres Garnelenrezept sehen wollt, könnt ihr euch das Rezept auf der linken Seite anschauen. Da zeige ich auch, wie man Garnelen entdarmt.